Wenn du Messtechniker bist und versuchst, ein großes Bauteil zu scannen, dann will ich dir einmal zeigen, wie das funktioniert. Mein Name ist Benjamin Schmidt und ich bin gerade hier beim Propellerhersteller MMG in Norddeutschland. Die externe Fotogrammetriekamera verwenden wir bei der Analyse von sehr großen Bauteilen. Der T-Scan Hawk ist ein portabler, handgeführter Laserscanner, der sich mit Hilfe von Referenzpunkten im Raum orientiert und Flächendaten erzeugt. Diese Referenzpunkte werden einfach frei auf dem Bauteil verteilt, indem man sie ganz einfach aufklebt. Um die Genauigkeit beim Scannen von großen Bauteilen einhalten zu können, sollten wir zuerst immer eine Fotogrammetrie durchführen. Hierzu können wir die integrierte Fotogrammetrie vom T-Scan Hawk nutzen, sowie auch jedes externe Fotogrammetriesystem. Heute nutzen wir das Tri-Top von GOM. Die Fotogrammetrie ist hierbei nicht nur ein reiner Punktesammler, sondern schon ein eigenständiges, vollwertiges Messsystem, mithilfe dessen wir schon die ersten Auswertungen in der GOM Inspect Suite, zum Beispiel Abstände und Durchmesser, messen können. Mit dem portablen Fotogrammetriesystem misst man Koordinaten von dreidimensionalen Objekten schnell und präzise. Durch das Verwenden solcher eingemessenen Maßstäbe und kodierter Referenzmarken erhalten wir eine übergeordnete Genauigkeit im gesamten Messbereich. Heute zeige ich, wie man einen sehr großen Propeller einmisst und an den essentiellen Stellen mit dem T-Scan Hawk Flächendaten zur Inspektion und Analyse zum Projekt mit dazu holt. Zuerst machen wir mit der Kamera Bilder aus verschiedenen Richtungen um unser Bauteil und bilden eine Glocke. Auf Basis der Fotogrammetrie richten wir nun die erfassten Punkte aus und werten die ersten Merkmale zueinander aus. Nun nehmen wir unseren handgeführten Laserscanner T-Scan Hawk und scannen die entscheidenden Oberflächen an unserem Bauteil. Ohne das Scannen des gesamten Bauteils ist es nun möglich, nur die relevanten Flächen zu digitalisieren und diese zueinander auszuwerten. Die gerade erzeugten Flächen befinden sich dank der Fotogrammetrie jetzt exakt im Gesamtkoordinatensystem und können nun für weitere Analysen am Bauteil verwendet werden. Für mehr How-To, Getting Started Videos, unsere Produkte oder andere Fragen rund um das Thema 3D-Scanning, geh einfach auf handsonmetrology.com. Du findest den Link unter diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.